Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich möchte heute mit euch wieder was basteln. Und zwar, ja, ich hatte mir jetzt hier erstmal so eine Art Masterboard gebastelt. Und ja, daraus wollen wir heute, ja, mal gucken, ne, was das ergibt. Ich gucke mal eben, wie groß das ist. Ja, das ist jetzt 19,5 mal 19,5 mal 25. Ja. Jetzt muss ich von 25, nee, ich muss von hier der Seite, von 19,5 ist immer schlecht zu rechnen. Machen wir dann 19 draus. Ja, machen wir dann 19 kurz draus, weil das ist mir jetzt zu schwer. Machen wir 19 da draus. Ja, das Brett geht ja nur bis 14, 15, vielleicht 16 Zentimeter. Da ist es. Ich liege am besten oben, sonst sehe ich das nicht. So. Ich hoffe, dass ich das jetzt auch gerade angelegt hatte. Genau. So. Hatte ich das? Das sieht mir irgendwie so schief aus. So schief. Oh. Nochmal eben. Das hatte ich schief angelegt. Ja, genau. Das war richtig, richtig schief. So, jetzt aber mal gucken. Ja, ist besser. So, jetzt machen wir von 19, die Hälfte sind 9,5. Bei 9,5. Und hier machen wir den. Da müsste man eigentlich so machen können. Ja, nee, am besten ist natürlich in der Mitte die. Wo ist schon mein Lineal? Ach, da oben. Also bei 9,5 kann ich ja gleich wieder wegradieren. So ungefähr so. Also ihr müsst jetzt nicht komplett, weil das wird jetzt einmal so. Ja, jetzt sehe ich gerade an der Collage, muss ich noch mal was nachkleben. Ja. Aber vielleicht schlage ich es auch andersrum, denke ich. So, und die andere Seite auch bis zur Mitte. Ja, da nimmt man am besten wirklich Papier, was sich besser biegen lässt, ne? So, aber ich kann das ja auch so umschlagen, wenn ich das möchte. Ich glaube, das ist mir sogar lieber, wenn das Papier rauskommt. So, das auch. Also es muss nicht genau sich in die Mitte treffen da, ne? Also, aber so in etwa.
So, und dann kann das manchmal passieren, dass man beim Knicken, dass es dann doch noch ein bisschen drüber geht. Und dann kann man sich das noch ein bisschen gerade machen. Können uns das auch, ich glaube, das wird dann ja auch schief sein, ne? Ja. So. Jetzt waren die Teile umgeknickt bei 4,5. Jetzt müsst ihr natürlich hier an der, glaube ich, schon wieder Linie, auch bei 4,5 umschlagen. Ich lege mir das dann immer hier so an der Seite so an. So, dann lege ich mir mein Lineal da dran bei 4,5. Und dann kann man das so reinknicken. Ja. Und dann wieder festdrücken. Also wenn wir es schaffen, machen wir heute 2 verschiedene Sachen. Wenn wir es schaffen, so hier auch 4,5. Ja, das stört mich. Gut andrücken, hier auch. Ist ja gut angedrückt. So, dann nehmen wir uns eine Schere und dann, ja, hier ist jetzt natürlich von dem Collagepapier, aber das sieht man hinterher eh nicht mehr. Kann man ja noch ein bisschen wegschneiden. So, jetzt macht er hier bis da einen Schnitt. Hier auch. Dann hier. Und auf der anderen Seite auch. Also bis zur ersten, also bis zu der Falz, ne? So, und dann wird jetzt zuallererst mal, als wenn ihr so eine Kiste zusammenbauen wollt. Ich glaube, ich mache das so ein kleines bisschen hier schräg. Ganz minimal nur. Bauen wir die Kiste zusammen. Und damit das ein bisschen besser trocknet, mache
ich mir da erstmal so Klebe-Dings dran. Ich hatte jetzt, ne, ist richtig. Ja. Kann man ja auch direkt drauf tun. Ich glaube, ich fange wieder an heiser zu werden. Das ist ja bei dem Wetter normal, ne? So, und hier auch. Also für die Anfänger keine Panik. Das soll keine Kiste geben. So, jetzt lassen wir das mal einen Moment trocknen. Geht aber relativ schnell. Ja, ich habe nämlich noch eins gemacht. Da möchte ich gleich was anderes draus machen. Könnte man eigentlich so zwischendurch. Dann ist das nämlich richtig durchgetrocknet. Jetzt muss ich mal gucken, ist das gerade? Ja, das ist sogar gut. Das ist jetzt 29. Von 29 die Hälfte ist 14,5. Ja. Und dann von, obwohl, machen wir das so. Ja, ich mache mal. Ja, wir machen das auch so. Also machen wir uns bei hier in der Länge bei 14,5. Also kommt ja immer darauf an. Hä? Ist doch mehr. Ach Quatsch, das ist 25. Also bei 12,5. Bei 12, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Bei 12,5 machen wir uns auch hier einen kleinen Strich. Ja. Und dann legt er es so rum. Hier muss noch was angeklebt wieder werden. Dann nehmen wir uns das Teil und knicken das genau auf dieser. Muss man erst ein bisschen mitspielen mit diesem. Genau bis zu dem Strich. Also das ist was anderes, das ist nicht das Gleiche, ne? Und hier auch. Ich hätte vielleicht doch besser was anderes nehmen sollen statt ein Masterboard. Aber das kommt immer darauf an, wie dick das Papier ist. Meins war jetzt ziemlich dick. So, und dann sieht das ja jetzt aus wie so eine Türe, ne? Und ich bin jetzt gegangen und habe dann das hier nochmal so rüber gemacht.
Kann man aber machen, wie ihr das mögt, ne? Also müsst ihr es nicht unbedingt nochmal so rüber knicken, so wie ich das jetzt hier mache. Aber ich habe das letztens bei Shabby Dabby Duda gesehen. Ich fand das eigentlich richtig schön. Ja. Ja, und dann hatte sie das noch so abgerundet. Das können wir dann natürlich auch noch machen. Ganz klar. Also wie gesagt, das ist was Kleines, Flottes, ne? Und schön inken, also abrunden und inken. Und dann, wenn man das denn verschließen will, dann kann man hier an den Seiten noch so, ja, so selbstgemachte Knöpfe drauf machen. Das können wir aber nachher alles zusammen machen. Ich denke mal, dass das Kistchen da jetzt mal trocken ist, dann machen wir da erstmal jetzt weiter. Ja, schauen wir mal. Ja. So, dann machen wir die mal ab. Und jetzt kommt nämlich der Clou. Jetzt muss ich mal gucken, weil hier steht das so ein bisschen über. Kann sein, dass ich das da ein bisschen doch schief geschnitten hatte. So, jetzt muss das so, doch noch nicht ganz trocken, muss das so eingedrückt werden. Dabei die Ecken hier schön reindrücken. Andrücken, habt ihr gesehen? Also ich denke mal, die meisten Junk Journaler, die kennen das. Auf jeden Fall, das ist auch schon x-mal gezeigt worden. Einfach hier in der Mitte reindrücken, schauen, dass hier diese Ecken, dass die gut nach innen liegen. Ja, und dann legt sich das eigentlich schon von alleine. So, und dann alles schön andrücken. Ja, ich sage ja, ich habe ziemlich dickes Papier genommen. Ja, hier ist auch gut angedrückt. Genau. Ja, und dann kann man das natürlich ins Journal rein tun. Jetzt kann man hier noch eine Borde dran kleben. Ja, ja, ich habe jetzt gerade hier keine liegen. Machen wir aber auch gleich. Auf jeden Fall inken und dann kann man da so eine Kleinigkeit reinlegen. Ne? Aber ich sehe, ich muss das noch erst ein bisschen trocknen lassen. Das machen wir auch. Ich mache das nochmal so zusammen. Und dann kann man auch so Knöpfe da dran machen. Und dann auch schön verschließen. Ich hatte das nämlich schon hier einmal vorbereitet gehabt in meinem Buch. Ja, ich überlege wirklich, ob ich hier das abschneiden soll und dann einfach nur eine Schleife drum, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt noch 100 Mal auf und zu mache, dann reißt das eh ab. Ne? Ja, da habe ich ein bisschen falsch überlegt. Ne? Und ich habe die Signatur mit einer versteckten Bindung eingenäht. Ne? Das war mir jetzt im Nachhinein dann doch lieber. Ja, zeige ich euch mal. Hier habe ich das nämlich auch so hab ich das gemacht. Ne? Hab ich noch, jetzt muss ich mal gucken, wie rum hatte ich das aufgemacht. So rum, ja. Genau, und dann kann man das aufmachen, da irgendwas reinstecken, was euch wichtig ist oder so. Und ne, so Knöpfe selber machen aus Pappe, das kennt ihr ja alles. Ne? So. Dann
habe ich denn sonst noch gemacht? Ja, hier, das sind ja die Briefumschläge. Hier, das habe ich aus so Restepapier gemacht. Da kann man denn, ich habe nämlich hier noch Reste wieder liegen. Da kann man dann später, ich hatte es noch nicht angehen, genau, kann man hier was hinterstecken. Da habe ich wie so eine Tasche draus gemacht. Ich habe auch tatsächlich so das gelassen, ne, weil ich fand das jetzt richtig schön. Ach, was steht denn? So, genau. Wieso ist denn die Sicherheitsnadel so komisch? So, genau, hier habe ich ja die Briefumschläge rein. Ja, hier ist ja nichts dran. Ich brauche auch nicht die Klammer da drin. Genau, wo haben wir denn noch was Neues? Genau, dann habe ich, oder? Nee, das war doch auch vom letzten Mal, ne? Oder? Lass mich mal eben gucken. Ach nee, da habe ich so ein Bellyband so und ach nee, ich habe da reingeklebt. Da war doch nur ein Belly, oder nicht? Da habe ich das jetzt tatsächlich festgeklebt. Moment. Kann sein, dass das von alleine jetzt. Aber es kann auch sein, dass ich das da so reingeklebt hatte. Oder? Oh. Nee, eigentlich nicht. So, jetzt kann man es rausholen. Ja, das war hier ein bisschen. Ja, jetzt muss ich da wieder was drüber kleben, damit dazu vielleicht ein Stück Washi oder so, ne? Habe ich einfach nur so eine Karte gemacht. Und dann hier sowieso Bellyband. Und genau, ne? Ja, da muss man jetzt wieder was drüber kleben. Hier habe ich einfach aus so einem alten Buchseitenpapier so eine Tasche gemacht. Ja, ich werde wirklich heiser. Ne? Eine Tasche. Genau. Ja, hier ist nichts Neues mehr, oder? Genau. Ah, hier muss ich noch so eine, genau, das ist so eine Falttasche, ne? Da muss ich nämlich noch eine Schnur drum machen. Die kann man einmal so und dann so, ne? Hier mache ich jetzt noch eine Schnur drumherum. Ja, ich glaube, das war es. Genau. Oder? Ja. Genau, das war es dann davon gewesen. Und jetzt können wir mal gucken, dass wir hier weitermachen. Dann nehmen wir uns unseren Abrunder. Ja, wie groß man die abrunde Sachen macht, das geht euch selber an. Ich liebe immer diese größere. So. Dann kann man inken. Oh, wo ist denn? Ah, da hinten. Damit man die weißen Ränder nicht sieht. Ja, ich bin zwar am Überlegen, ob ich jetzt diese Sachen hier in meinem anderen Journal drin reinmache, weil das schon ziemlich dick ist. Also hier das, ne, alles.
wenn da jetzt noch mehr so dickes Zeug in diesem Journal da reinkommen, ja, dann war das, ne? Dann brauchst du ja nichts mehr. Dann brauchst du ja nichts weiteres mehr reinmachen. Ja, hier kann man ja auch ein bisschen inken. Ja. Und ja, und dann kann man natürlich da immer schön mit reintun. Ja, hier braucht ihr ja nicht zu inken. Eigentlich hätte ich mir das Papier auch sparen können, weil ich klebe das sowieso meistens da rein. Aber man kann ja auch so ein Belly machen und dann das so da reinstecken. Dann habt ihr die Seite, ja, ne? So, und haben wir noch ein... Jetzt braucht man eigentlich ein Stück härtere Pappe. Habe ich hier nichts mehr liegen. Nee. Ja, ich nehme natürlich immer erst die Reste, die ich habe. Ne? Da habe ich nichts mehr. Dann nehmen wir mal eben aus dem Block hier. Dann nehme ich immer hier diese harte Pappe, ne? Für die Knöpfe. Dann brauche ich eine Kreisstanze. Dann nehme ich den hier. Ich mache aber trotzdem immer 2 auf jeder Seite. Also die werden zusammengeklebt, ist klar. Ne? So, und damit ich kein Loch reinstanzen muss, der ist zu klein. Ich glaube, der war das nicht. Ja, was genau? Glaube ich. Ich meine, habe ich noch eine Nummer kleiner. Da mache ich auch 4 von. Dann klebe ich mir die aufeinander. Mit Brett oder flüssig, ne? Aber ich habe mehr flüssig Kleber, also nehme ich erstmal den. Ja, man könnte auch 3 aufeinander kleben, dann wäre das, glaube ich, machen wir auch. Tun wir noch 2. Dann ist das Knöpfchen ein bisschen dicker. So, dann machen wir noch 2. Wo ist er da? So. So. Ah, das war der. Jetzt habe ich den wieder verschoben. So, und da werden auch 2, das reicht aber 2 aufeinander geklebt. Also solltet ihr diese kleine Dings hier nicht... nehme ich mir schon wieder den hin. Da kann man auch irgendwie eine kleine
Vierecke oder so. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Kreis sein. Hauptsache ist kleiner wie das. Ups. So, dann muss man natürlich warten, bis das alles trocken eigentlich ist, ne? Denken. Kann man jetzt auch noch bestempeln oder, ne? Wie das. Und ich finde, wenn das so geinkt ist, dann macht das richtig was her, ne? Was sagt ihr zu dem Wetter? Soll es noch fast 14 Tage so bleiben, ne? Erstmal. Ich habe keinen Bock mehr da drauf. Ehrlich, ey. Man kommt nirgendwo mal hin. Die müssen nicht geinkt werden, weil die sieht man nicht. So, und dann wird auf der anderen Seite diese Dinger hier auch aufgeklebt. Aber wirklich nur ganz wenigstens, damit das nicht hinten rauspratscht, ne? Und genau in der Mitte etwa. Genau so. Und das auch. Dann habt ihr diese Anhöhung für die Kordel gleich, ne? So, ich mache natürlich im Zustand Marsch da drauf. Also man kann jetzt auch noch, wenn ihr das unbedingt möchtet, mit diesem, wie heißt der? Mit dem hier, so eine Notch, oder wie man dazu sagt, hier so reinmachen. Ich weiß aber nicht, wie er dann aussieht. Können wir hier mal ausprobieren. Da das genau in der Mitte ist. Dann hat man hier noch so eine, sieht auch nicht schlecht aus, könnte man auch machen. Dann muss man natürlich noch mal kurz inken. Was ist da die Mitte? Ja. Ja. Ach, das sieht da eigentlich ganz, ganz toll aus so. Ja, machen wir das hier auch noch. Na? Ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, da war es. Cool, deswegen kann man das da auch noch. So. Ja, genau, so. Und dann setzen wir uns die. Ich mache immer, ich nehme immer, damit das auch gerade ist und nicht schief ist, setze ich mir einfach hier so ein Lineal ganz genau so hier so an, so ungefähr mittig. Also ein bisschen mehr runter wie mittig, weil wegen den Knöpfen ja auch noch. So, und dann bin aber ja nicht mittig gerade. So. Und dann nehme ich mir die Knöppelches. Das
Seite ist jetzt ja nicht in der Mitte, aber wird trotzdem halten, hoffe ich. Und dann, oh nee, nicht da drauf. Ja, nach außen, weil da ist ja der Knick jetzt, ne? Da muss man natürlich aufpassen, dass man da neben, genau, dann aufkleben. Dann nächste dran halten. Und dann können wir das genau an dem Lineal so drauf, so, ne, unter der, dann habt ihr das ganz genau gerade. Ich hoffe, dass wir, ja. So, und dann müssen wir das natürlich gut trocknen lassen und erst dann die Kordel natürlich dran machen, ne, ganz klar. Ja, jetzt überlege ich gerade, ich könnte ja eigentlich, ja, das müsste jetzt trocken sein, dann setzen wir hier mal, nicht verschieben. So. Genau, so, dann setzen wir da nämlich auch eben mal so ein Dingelchen dran. Genau, ne, dann geht das mit dem Trocknen schneller. Ah, das geht schon 40 Minuten. Junge, das geht ja schnell. Ja, und dann kann man natürlich noch verzieren, wie ihr das möchtet und so, ne? Weil das war es jetzt auch so eigentlich gewesen. Da kann man dann auch irgendwie was reinstecken. Vielleicht irgendwie so ein paar, hier so ein paar etwas dünnere Blätter hier so, ne? Dass man das, weiß ich nicht, dass man wie so eine Wasserfall macht und wo man drauf schreiben kann oder so, ne? Ja, auf den könnte man jetzt noch zum Beispiel, ich habe ja, ich habe da bestimmt auch, die habe ich schon, wer weiß wie lange, und habe die ehrlich gesagt, habe ich die überhaupt jemals gebraucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Also wenn ihr jetzt irgendwie was, ich mach mal, ich klebe natürlich noch nicht dran. Die kann man ja so einzeln abschneiden. Und wenn man die dann da so draufsetzt, ne? Muss ich aber mal gucken. Ich habe so viel von diesem, ja, von diesem Glimmerkram. Glimmer, Schimmer, Blinky. Ja, ne? Das muss auf jeden Fall jetzt trocknen und dann kann man einen Faden so drumrum, ne? Genau. So, das tun wir mal weg. Ja, dann haben wir ja hier unser, ich hoffe mal, dass das jetzt richtig trocken ist. Ja, müsste jetzt eigentlich. So, und dann kann man, deswegen, das hat mich jetzt, das war ein bisschen über, hat das gestanden. So. Genau. Ja, dann kann man natürlich jetzt auch noch inken. Also sieht natürlich bedeutend besser aus dann, ne, wenn das geinkt ist. Wenigstens oben rum. Kann man auch immer wieder hochstellen. Da muss jetzt nicht unbedingt geinkt werden, weil das sieht man ja eh nicht, wenn das ins Journal eingebaut ist. Ne? Vielleicht hier so am Rand so. Ach, da hatte ich ja schon. Genau. Hat man hier schon? Ja. So. Hat man wirklich überall.
Eben gucken. Ich glaube, hier hat man noch gar nicht. Doch, hat man wohl. Genau, und dann kann man das auch so ins Journal reinkleben oder auch wieder mit so einem Bellyband. Das müsst ihr dann wissen. Dann bräuchte man eigentlich keine Knöpfe dran zu machen. Aber weil ich persönlich finde, das mit den Knöpfen so toll irgendwie sieht für mich total schön aus. Ich glaube, ich habe das auch schief gemacht. Nö. Man muss ja auch nicht unbedingt Runde machen. Man kann ja auch eckige machen. Aber ich finde das schön mit diesen. Ne, man könnte ja auch richtige Knöpfe nehmen. Könnte man. Oder ich habe hier noch diese, aber die werden zu groß sein. Die hatte ich ja mit der Heißklebepistole und diesem Wachssiegel gemacht. Ne, die sind nicht so groß eigentlich. Ist natürlich jetzt blöd. Jetzt habe ich natürlich keine zwei die gleichen, oder? Nee, das ist auch. Die habe ich noch gar nicht angemalt. Ja, ich habe keine zwei die gleichen, ne? Nee. Ja, also wie gesagt, wenn man zwei die gleichen hat, so, dann kann man sich das auch darunter machen. Aber dann würde ich hier drunter vielleicht noch irgendwie so ein Stück Pappe machen, damit ihr so ein bisschen den Abstand, obwohl, wenn man ganz knapp so, müsste das eigentlich auch funktionieren. Ja, oder halt schöne Knöpfchen, ne? Kann man ja auch nehmen, ne? Ja, das muss ich auch alles unbedingt haben und habe es bis jetzt nur einmal ausprobiert. Ja, aber ich habe mir gestern mal was gegönnt und zwar Faber-Castell. Hier diese Faber-Castell, Eberhard Faber, mach mal so, ist einfacher. Die sind, die haben zwei Seiten, einmal 0,8 mm und 1 bis 10 mm. So, und dann sind das perfekt geeignet für Handlettering, Skizzieren und Comiczeichnen. Aquarellierbar, also Aquarell, sehr farbintensiv, Tinten auf Wasserbasis. Also, ich bin mal gespannt. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Ich bin echt gespannt, wie die so sind, ne? Ich könnte mal lila, ne? Obwohl ich habe ja jetzt hier gar keinen. Naja, ist egal. Ich nehme mal einfach hier so. Ui, da ist eine schöne Spitze dran. Ui, schön. So, und soll das jetzt die. Ah, das ist die dünne Seite. Ja, schön. Ja, und da wollte ich vielleicht mal versuchen, Blumen zu malen. Ja, steht auch drauf. Wasservermalbar. Ah, das ist D2. Steht da drauf? Steht das überall drauf? Ja, steht überall drauf. Ja, ich bin mal gespannt, ne? Die sollten 12 Euro kosten. Angeblich mal beim Teddy. Ich habe sie geschenkt bekommen. Ja, ich guck mal. Ja, genau. Ich habe sie geschenkt bekommen von jemand, der hat wohl mal irgendwie gemalt, keine Ahnung, oder aufgebastelt. Also keinen von Facebook, keinen von mir. Ja. Und hat mich dann gefragt, ob ich
die Sachen haben möchte, habe ich gesagt, immer her damit. Unter anderem habe ich nämlich auch hier Brettstifte geschenkt bekommen. Ganz neue, die waren noch verpackt. Ja, und hier so ein Teil, ne? Weiß schon ja nicht, wie das funktioniert. Muss ich erstmal ausprobieren. Ja, genau. Aber wir waren ja bei dem anderen dran. Und jetzt weiß ich nicht, kann ich das noch... Könnte ich eigentlich noch einbauen. Kriegen wir, glaube ich, noch hin. Ja, wie gesagt, hier muss ja sowieso überall noch so ein... die Knöpfchen dran, ne? Ist ja klar. Hier noch Knöpfchen dran und eigentlich passt das ja schon wunder. Aber ich glaube, hier hat man schon so eins, ne? Mal eben gucken. War das hier drin? In welchem war das, wo das... Hier war sowas. Nicht überall. Hier war so eins. Ah, ich glaube, doch, das muss aber. Dann war das in dem... Da ist das... Genau, hier ist so eins. Dann machen wir das in der zweiten hier rein. Jetzt habe ich natürlich dieses tolle... Aber wir könnten das ja hier... Oder machen wir das hier? Man kann es auch so rum machen, ne? Aber... Nee, ich mache das jetzt noch nicht, weil ich denke mal, dass ich das mit einem Bellyband machen möchte. Ja, ich mache das nur mit einem Bellyband, genau. Und machen wir das andere da oben, dann machen wir das hier in der rein. Sind die trocken? Ja. Die sind auch trocken. Ja. Da muss ich mal gucken, wo wir das hin tun. Also das Mädel möchte ich auf gar keinen Fall zukleben. Wäre denn blöd. Nee. Ich glaube, das muss man ja nachgucken. Das habe ich ja natürlich ziemlich groß gemacht. Ich glaube, hier mache ich eine Tasche oder so hin, oder? Oder soll ich das eigentlich... Nee, ich könnte das ja auch anders machen. Pass mal auf, wir machen das so. Man nehme... Ich mache das jetzt nicht mit Dings. Mit Kleber. Jetzt muss man eben gucken. So, dann oben und unten. Machen wir nur oben und unten. So. Und dann können wir das nämlich wie so ein... mal gucken, dass ich oben auch Platz habe. So. Und dann haben wir nämlich hier, kann man noch was zwischenstecken. Also, ja, so wie halt alles passt. Genau, und dann können wir es aufmachen, da auch was reintun, wieder zumachen. Ja, da hätte ich mich sparen können, aber wenn ich das jetzt so oft, dann sieht man das ja. Also machen wir das so. Hier ein Kordel drum und genau. Ja, ist doch ganz ordentlich. Und passt auch so von den Farben, ne? Genau. Ja, wie gesagt, ob ich die jetzt wirklich noch, muss ich mal gucken. Aber vielleicht mache ich da einfach nur, weiß ich nicht, rosa oder grünes Knöppelchen drauf. Knöppelchen sind Knöpfe, ne? Ja.
Das andere mache ich mir dann mit so einem Bellyband dazu. Hier muss ich mir echt mal überlegen, weil, ne, das, ich weiß nicht, ob das irgendwann kaputt geht, ne? Ja. So. Das machen wir jetzt mal eben weg. Und ihr habt ja eben diese Tasche gesehen, die ich gemacht hatte, wo einfach so Ecken und Gedönse, ne, da bin ich einfach hier mit den Resten, man hat ja immer so vom, vom, von oh, jetzt komme ich nicht drauf, vom Masterboard, genau, hat man ja immer so Reste übrig, genau, ne, und dann bin ich gegangen, ist das auch Papier? Ja, können wir mal so wegschneiden. Bin ich gegangen und habe den einfach so ein bisschen netter abgeschnitten, zugeschnitten, habe die einfach alle vorher geinkt, ne, und habe mich dann so ein, ja, Papier genommen. Machen wir einfach mal so ein paar Teile mal schon mal inken. Muss nicht zu viele sein, einfach nur ein paar. Einfach so zusammengeklebt. Vielleicht noch eins mehr, damit er ein kleines bisschen größer mal wird. Wenn ihr euch eure eigenen Silikonstempel oder wie heißt das machen wollt und braucht hier solche Dings dafür, bei Beckys Welt gucken, ne? In ihrem Online-Shop verkauft die auch. Die macht die nämlich selber mit ihrem 3D-Drucker. Ich glaube, ich habe hier gar nicht reden. Ich glaube, die sind noch gar nicht so sehr teuer. Genau. Und dann kann man sich einfach so wild durcheinander die so aufkleben. Aber sieht natürlich auch mal schön aus, wenn man vorher die einzelnen Teile alle so ein bisschen inken tut, ne? Dann ist das alles so ein bisschen vielleicht so oder so. Keine Ahnung, irgendwie so. Hier ist noch ein größeres Teil, das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir denn hier? Ja, das ist irgendwas vom... Nee, möchte ich auch nicht. Hier haben wir noch ein schönes großes Teil. Das ist natürlich etwas stabileres Papier, ne? Vielleicht... Ja. Was haben wir denn hier noch? Ah, hier haben wir noch so eins. Das könnte man dann noch hier so raufsetzen. Also mal eben hier ein bisschen sortieren. Also zum Beispiel machen wir einfach mal so vielleicht und so. Dann muss ja nichts dahinter sein. Kann einfach so da drüber sitzen oder so. Ne? Und vielleicht so. Und das hier.
Das darf ruhig so, vielleicht so, da, hier. Ne? Wenn das alles aufeinander geklebt hat, hat das so ein bisschen 3 Dimensionen. Und wenn man dann nur so, dann hat man hier eine Tasche. Genau. Das könnte ich eigentlich noch machen. Und wenn das dann alles komplett fertig ist, dann zeige ich euch das noch und hänge als Bilder hinten an. Und ja, ich würde dann mal sagen, das war es. Wir sehen uns, ich denke mal, morgen wieder, ne? Okay, ja, bastelt euch am besten was Schönes bei dem Wetter. Im Moment kommt zwar die Sonne raus, aber es soll ja wieder mal regnen. Ja, lassen wir uns überraschen, ne? Okay, ciao, bis morgen.